So, wir sind in Love Beach in Liebesstrand auf Turkish Sevgili Plage angekommen. So, ich habe mich jetzt mal neben so einer schönen Palme zurecht gemacht und genieße jetzt erstmal den Strand von hier und das schöne Sand. Wie ihr seht, außerhalb des Schattens ist es extrem heiß, aber zum Glück sind hier auch Palmen und manche haben auch hier Sonnenschirm dabei. Man könnte es theoretisch auch vorne mieten. Vorne gibt es dann auch Möglichkeiten. Ansonsten, ja, das ist hier alles frei zur Verfügung und das ist das Schönste hier, was ich mag. Wir sind in Sevgili Plage, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Sevgili Plage bedeutet Liebesstrand und deswegen ist es nicht ohne, dass ich das euch hier nicht vorenthalten wollte. Dieses Strand ist sehr, sehr schön. Eines der schönen Strände hier in der Türkei. Und eines der Strände, das wirklich aus Sand ist, ne? Sandstrand. Und es tut den Körper auch extrem gut. So, legen wir uns mal hin und essen kurz was. So, ich habe mir wieder so ein Piersu zugelegt. Bei der Hitze auf jeden Fall nur Wasser trinken. Wir haben auch noch so einen kleinen Gast, so ein kleiner Hund. Der war auch im Meer, hat fleißig geschwommen. So, und ich habe sie mitgekauft. Sesamring. Ich mache das mal kurz auf. Frischen Sesamring. Den Sesamring und Wasser könnt ihr auch am Plage kaufen. Ich würde euch jedoch empfehlen, direkt ein bisschen, wenn ihr ein bisschen weiter innerorts geht, da gibt es auch extra für Plagemärkte, nennt sich das. Und da könnt ihr Wasser und Nahrung kaufen, günstig. Also das Wasser hat mich 15 TL gekostet, das ist 1,5 Liter. Simit auch, glaube ich, nur 6 TL. Genau. Und hier ist das Schöne bei der Sevgili Plage. Hier gibt es auch Campingwagen. Also hier ist auch so eine Campinganlage. Auch so eine Möglichkeit. Ich werde euch das dann auch gleich zeigen. Aber ich ruhe mich ein bisschen erstmal aus. Also nur kurz vorab. Hier gibt es auch Campingbereiche, wo ihr mit Campingwagen hierher kommen könnt und direkt am Strand sozusagen anlegen könnt, parken könnt und auch da übernachten könnt. Dann gibt es auch noch extra Campingbereiche, wo man wirklich so ein Campingzelt aufstellen kann. Und dort ist es so, dass es natürlich auch eine gewisse Gebühr kostet, ist aber nicht teuer und ist auch mal eine andere Art, Camping zu gehen. So, ich werde jetzt mal ein bisschen genießen und ich werde euch gleich mitnehmen in den Strandbereich. So, wir gehen jetzt nochmal weiter
gucken mal, wie weit. Also Sevgili Plage ist sehr lang. Der Strand ist sehr lang. Ich werde jetzt nicht alles durchklappern, aber wie ihr seht, ist es halt definitiv anders als an einem Strand, wo Güzelçamlı war. Da war es ja eher sozusagen tiefer auch. Hier ist es halt eher Step by Step wird es tief und es besteht nur komplett aus Sand. Ja. Hier ist der Campingplatz. Hier besteht der Campingplatz. Hier kann man sozusagen, da wäre ja auch fast ein Unfall passiert, deswegen hat er auch geschrien. Hier ist ein Campingwagen-Treff sozusagen. Hier werde ich euch dann nochmal zeigen. Hier kann man selber mit seinem eigenen Campingwagen hierher. Sieht auch sehr schön aus. Hier kann man wirklich Urlaub machen. Hier ist der Bereich, wo man auch selber sein Campingzelt aufschlagen kann. Direkt hier am Strand. Ja, hier steht es auch. Steht Gençlik Kampı Café. Also Gençlik heißt jugendlich. Camp ist ein Camp und Café, ja, sagt sich von sich selber aus. Ne? Ist ein sehr schöner Ort, wirklich. Ich mag einfach einen Strand, das aus Sand besteht. Koymadım da kendileri gitti. Die Leute erholen sich hier, genießen das Wetter. Ja, hier ist halt Möglichkeit, nochmal was Essen, Trinken zu holen. Happy Beach hier auch. Es ist je nachdem, ne, die Preise am Strand. Aber kennt das ja. Ein bisschen innerorts kaufen und dann hierher kommen. Dann schadet ihr auch nicht euren Geldbeutel. Oh, gucken mal kurz hier. Hier ist eine Aufzucht anscheinend, also oder beziehungsweise hier ist Meeresschildkröten. Wenn wir näher rangehen. Ja, deniz kaplumbağalarını koruyalım. Also, dass wir die schützen sollen. Das ist hier sozusagen festgesetzt, ja, und da sollte man auch nicht überschreiten. Hat man sehr gut gemacht. Dass man auch hier die auch beschützt. Irgendwann werden die hier schlüpfen und dann hat man hier schon mal so einen Platz gemacht, so einen Platz geschaffen, dass die, wenn die schlüpfen, sobald die ausschlüpfen, dieser Bereich Richtung Meer entlang geht.
schön. Hier ist jemand gleich mit seinem Zelt gekommen. Das ist natürlich eine geniale Idee. Wird aber bestimmt heiß. Also wenn dann lieber so ein offenes, so ein Muschelzelt wäre besser. Also wie ihr hier seht, gibt es hier auch Strömung. Ja? Definitiv. Nur hier gibt es keinen Felsen oder desgleichen, was, wenn man sozusagen dann irgendwie am Strand wieder zurückkehrt, irgendwie sich verletzen könnte. Ne? Hier haben wir auch so ein Camp. Hier kommen die Leute auch mit dem Wohnmobil. Haben die sehr schön gemacht. Natürlich kostet hier diese Anliege auch was, ja. Aber es ist relativ günstig und vor allem man kann eine gewisse Zeit wirklich hier lang bleiben. Ja. Und sieht gemütlich aus und es ist halt wieder perfekt direkt an Strandlage. Also besser geht's nicht. Hier gibt es verschiedene Arten von Camps. Hier ist das Other Camp. Ja. Es gibt dann auch nochmal Camps, wo Zelte schon zur Verfügung stehen. Das ist das wie da vorne bei Ayada. Ich zeige euch das gleich. Hier ist das Other Camp nochmal. Und wir sehen hier, das ist auch von Kuşadası Belediyesi. Das heißt, das wurde vom Staat aus sozusagen auch gefördert und gemacht. Ist auch günstig, kostengünstig und es bietet halt die Möglichkeit, direkt am Strand hier sich so ein Zelt zu mieten und diesbezüglich auch hier zu wohnen. Ja? Das heißt, diese Zelte, also das ist jetzt so ein VIP-Zelt mäßig, die kosten mehr. Ich habe mich schon mal erkundigt gehabt, die kosten also etwas mehr als die anderen Standardzelte. Die Standardzelte sind die blauen. Vielleicht können wir noch mal kurz rüber gucken. Einfach mal grob, ich will jetzt keinen stören. Das sind diese hier, das sind diese blauen. Ja, also das sind die hier, die bisschen diese VIP-Zelte sind. Und diese hier sind diese blauen Zelte sind halt günstigere Zelte. Hier kriegt ihr auch nur diese Zelte und keine, also innen ist auch kein Mobiliar oder desgleichen. Bei dem VIP-Zelt ist ein Mobiliar enthalten, also sprich ein Bett und ich glaube ein Schrank. Ne? Hier kann man schon mal sehen. Und genau, diesbezüglich hat es vieles zu bieten. Gegebenenfalls auch Strom. Muss man einfach nachfragen und dann bekommt man, glaube ich, soweit ich weiß, auch Strom mit dabei. Na, manche kochen hier mit den Campingausrüstungen Tee. Ist praktisch. Ja, und es ist eine kostengünstigere Alternative zum Hotel. Ja. Ich habe auch erstmal überlegt, ob ich das hier mal ausprobieren soll, aber ich habe auch schon wirklich ein günstiges Angebot vom Hotel aus erhalten gehabt und deswegen habe ich mich auch für das Hotel entschieden. Aber das ist auch mal eine Erfahrung wert. Ja, also wer auf Zelten steht, und
wirklich Top-Lage möchte, hier direkt am Strand, dann sollte man auf jeden Fall hierher kommen. Ja, hier sehen wir auch schon, ne? Also da ist auch so ein kleiner Trafo, also elektrisch ist alles vorgesorgt. Ich wüsste jetzt nicht, also ich gehe jetzt davon aus, dass hier kein WLAN ist. Aber naja, also das wäre auch zu viel erwartet. Ne? Wir sind hier eine öffentliche Gelände. Genau. Aber es ist schön. Schön, das mal hier auch nochmal zu sehen. Also es sind hier sehr viele Zelte. Man kann aber auch sein eigenes Zelt mitbringen. Ja, dann ist es noch günstiger. Ja, also die Leute, ich will die jetzt aber auch nicht filmen. Ganz hinten gibt es auch welche, die mit ihrem eigenen Zelt gekommen sind. Ja, und das ist cool. Weil man hat die Möglichkeit. Man muss nicht ein Zelt von hier nehmen, sondern kann auch seins mitbringen. Ansonsten, wenn ihr eins von hier wollt, vor allem diese VIP-Zelt, ne, müsst ihr auf jeden Fall das online reservieren, weil es ist so, dass wenn man nicht online reserviert, auch kein zur Verfügung gestellt bekommt. Das klappt alles online mit Übersetzung und so, und das wird alles klappen. Also macht euch da keine Sorgen. Wenn ihr Interesse habt, einfach gucken. Ja? Hier sind die Leute zum Beispiel mit eigenem Zelt. Sehr schön. Ist wirklich angenehm. Ne, es ist halt auch dementsprechend kostengünstigere Alternative. Mit dem Feuer muss man auf jeden Fall aufpassen. Da sind die auch, also da kennen die auch keine Gnade. Man darf jetzt nicht so dementsprechend grillen oder desgleichen mit offenem Feuer, weil es besteht halt auch Brandgefahr. Ansonsten ist eine sehr, sehr schöne Lage. Wir gucken mal jetzt da vorne einmal. Wir sehen halt, dass hier verschiedene Möglichkeiten gibt. Da vorne gibt es sogar noch so ein anderes Zelt. Aber ihr könnt das bestimmt nicht von hier aus sehen. Da gibt es so ein Zelt, das sieht aus wie ein runder Kreis. Ja, und hier gleich daneben, 25 Meter entfernt, gibt es die Silge Plage Market, Einkaufsmöglichkeit. Es ist auch so, dass tatsächlich also die Stadt hier für alles gesorgt hat. Auch vor allem, wenn es darum geht, die Bereiche, wenn man zum Beispiel Honig oder Tomaten oder Peperoni oder desgleichen kauft, was hier innerhalb des Stadtrandes sozusagen innerorts gibt, angebaut wird, wird auch von den Bauern wieder verkauft. Also das heißt, regional kann man hier verschiedene Sachen kaufen. Das tut auch den Bauern hier gut, die ihre Sachen auch hier verkaufen können. Genau. Ich schau mal kurz hier in der Ecke. Hier ist ein Boot. Gehen wir hier auf die rechte Seite. Dass wir hier einen besseren Blick haben. Das sieht auch sehr schön aus. Hier geht auch Silge Plage weiter, ja. Also Silge Plage ist wirklich
Ein großer Strand, Love Beach. Hier sehen wir auch Fische, sogar große Fische. Sehr schön. So, wir gehen jetzt zurück. Ich muss meinen Rucksack von meinem Hotel nehmen und dann machen wir uns auf den Weg nach Kuşadası Zentrum. Davutlar war eine richtig schöne Erfahrung, wieder hierher zu sein und das Meer zu sehen. Generell, also dieses Meer und dieser Sandstrand ist einfach nur top. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, eines Tages hierher. Hier ist es einfach nur noch schön, wirklich, und mir gefällt es hier. Ich würde hier immer wieder kommen. Ja, hole meinen Rucksack vom Hotel und dann gehe ich und nehme höchstwahrscheinlich auch den Domusch, weil es ist schon circa 4 Stunden zu Fuß und ich glaube, die Hälfte werde ich mit dem Domusch erfahren. Ja, ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Wäre super, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das würde mich noch mehr motivieren, weiterzumachen. Ich melde mich dann bei Kuşadası wieder im Zentrum. Bis gleich.